Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Fake Moderator. Ich bin Samsung. Wir sind mit den Interludes hier beschäftigt und da wir nun genug Loot Snakes gemacht haben, können wir uns erstmal um einen richtigen Mann, nämlich einen Golem. Weiß ich nicht, ob das eigentlich als Mann zählt. Aber so ähnlich. Schauen wir mal, was das der Supporter ist. Er hatte besseres Skills. Oh, der hatte echt besseres Skills. Aber er ist eine MP2. Oh, aber er hat diese fette 10. Nein, liebe Leute. Ich vertraue meinem Avicebron. Der ist cool, Mann. So, liebe Leute, wir kennen ihn, wir fürchten ihn. Na, wir fürchten ihn nicht. Ist ein guter Boy. Was geben wir ihm für eine C? Gute Frage. Ach, Painting ist immer. Painting ist immer eine sehr gute C. Ich überlege gerade, haben wir Buster Arts Karten? Er ist ja mehr Buster Servant als Arts Servant. Aber mir würde es auch keine so richtige C einfallen, die jetzt da helfen würde. Keine Ahnung. Increase Arts, ja, hört sich nicht schlecht an. Ich überlege gerade. Das ist echt schwer bei ihm gerade. Increase MP Gain, MP Strength, Crit Strength. Crit Strength brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht bei ihm. Schwere Wahl, liebe Leute. Scheitern wir schon. Ich bin gerade mega überfragt, Mann. Was für eine verdammte C tun wir bei ihm rein? Irgendwas war's. Einfach nur MP Gain und Damage erhöht. Also Attack und Damage wäre eigentlich mega nice, aber sowas gibt es ja nicht. So simple Cs gibt es nicht. Wir brauchen immer komplexe und Crit Damage und so, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, der Crit Damage ist bei ihm komplett verschwendet. Archers die Critten. Casters die Critten. Gibt's nicht. MP Gain, Stars, ja, das ist auch nicht das Wahre. Aber mal die ja Quick und Buster, why not? Aber ich habe keine mit Buster Ding. Ach komm. Wird schon gehen. Haben wir mal einen Grund, andere C hier auszurüsten, als immer die drei selben. So, geben wir ihm nur die C. Und da würde ich mal sagen, starten wir mal mit unserem guten Golem Master mit seiner schönen Interlude. Hoffen wir, dass man nicht die schlechteste CD ausgewählt hat. First Clash of History's Mightiest Robots. Robot Battle? Was ist denn da los? Könnte interessant werden. Golem. Charles Babash. Mekaeli-chan. Terimo. Sirfi Totalos. Troja Hippos. Ganz schön viele hier mechanische Compadros. They are even more than before now. All diese Golems. So, on that note. On that note? Yes. Huh? I've decided to hold a contest. A contest? What sort of contest? Well, if I had to give it a name, maybe something like the first annual World's Strongest Robot Contest. Golem. What to do nicely. Take a party poppers. Woo! So. What do you think you're doing? I know. But this was kind of the salad I could come up with on a short notice. I feel terrible that I couldn't give a response about a celebration for the event he's long been dreaming of. Wait, what? I was scolding here for going too far, not reproaching here for not going far enough. Ja stimmt, wir hätten schon noch irgendwie so Scheinwerfer und so gebraucht. Yes, well, I suppose you don't need a sort of thing now and then, don't you, Matt? God of Music. While I'm aware this sounds ridiculous, and in many ways it is also not without a purpose. In most cases, the noble phantasms are complete and perfect. These noble phantasms tend to be legends inscribed in human history, or magical, holy relics that still exist today. But now and then, one comes across an incomplete and imperfect noble phantasm. My own golem, Keter Malkut, falls under this category. How could it not? It's recreation of a dream I was never able to achieve when I was alive. So, basically you think that having other similar types of noble phantasm to fight with you could help you refine yours? Yep. Hang on. Back up. Did you just openly admit this whole thing is ridiculous? Did I? And now you're just playing dumb? So, what do you say? Would you be willing to let us use Combat Simulator for a full day? Sure thing, right, Gotti? I mean, what reason could we have to stop some of our servants getting stronger? Well, none of course, but something still strikes me as very fishy about all this. What? Why? Nothing fishy here.
The very attitude of yours, there's to fishy on its own. Well, whatever. I'll grant you full access to the simulator for one day. But you have to work out the schedule with the other servants on your own. Of course. Golem? What a lovely day it is, my fellow servants. Indeed, it's a perfect day for the first idea of world's strongest robot contest. Now let's begin! It is ein Showmaster. Throughout all of human history, there have been countless people in love with the idea of artificial humans. From Chaldea, in ancient times, to the latest cutting-edge robots, many have also gone to be heroes. Leute. So, wieder Screenshot. Nein, warte. So. Ich drücke auf den Lock. So. Which is why I think the time is finally right to see which of them truly is the strongest. For those of you who wish to gamble on the results, you can even find an unofficial bookie to take a bet if you know where to look. Hint rhymes with Schmarcha of Shminjuku. Schmart. Ich muss ganz erst überlegen. Schmart of Shminjuku. And now, the moment you've been waiting for. Time for a contest to make their grand entrance! Golem! Best Papa! Was ist denn das für Palm? Nursery und Hechenlube. This is turning out to be a much bigger deal than I thought. As for me, I'll be the host/sponsor. Your friendly neighborhood Edison. For all your direct current needs. And joining me today is... Hoffentlich nicht Tesla. Sonst hat's Ärger gegeben. Hello everyone, my name is Tyrion and I'm providing color commentary on today's matches. After all, everyone known that Greek mythology and giant robots go hand in hand. Tja, liebe Leute, that's history. Thanks for coming, Shiro. Why don't you start ourselves by telling everyone about our contest? Well then, let's go in alphabetical order. First up, Avicebron, Chaldea's resident golem specialist. His noble phantasm golem Keta Malkut enables him to summon an enormous golem. However, he believes it still has room for improvement, which is why he suggested holding this contest. Built with the 5 elements and his own unique style of magecraft, Avicebron Golem will be a one to watch. Next we have Sir Charles Babbage, the father of the computer. He wears a suit, steam armor powered by his noble phantasm, Dimension of Steam. As the only contest to make use of Steam Engine, it'll be fascinating to see how he does against their challengers. Not that anything will ever top direct current, of course. Next we have Frankenstein. It seems she's in the swimsuit production rather than her berserker one. Why is that, my dear? It's hot. There you have it. Well, that is certainly understandable. Indeed, it is. Next we have... Oh, it is my turn now. Okay, I'll do my best. Our very own Queen Europa. Her robot is the bronze giant Talos. Are we sure she's ready for what will be truly a tough competition? Actually, does she even know what's involved? I'm sorry, I'm not entirely sure I do. My understanding is that we are going to show off what we've got. I think they call it a fashion show these days. Ja, sie weiß definitiv. Now I'm less sure about her participation. Moving on. Oh yes, next we have Mecha-Eli-chan Mark II. Was mit der richtigen Mecha-Eli-chan? She's been in Chaldea for a relatively long time now, to be precise. Magiers Elizabeth channel, the MK2 version specifically. It should be very interesting to see how the fares against Mecha-Eli-chan, or who many call the greatest masterpiece of the entire Eli series. Oh, Elizabeth would not be happy to hear that. Next we have what I consider the overwhelming favorite to win it all. With the legendary Trojan horse as his noble phantasm, he is both one of the greatest treasures in all of history and an ace pilot. Odysseus of the Odyssey. Alright, let's do this.
Did he just launch himself from the noble phantasm hanger and transform his wooden horse in mecha style? In one fell swoop, Odysseus and his noble phantasm, Troy's hippos, have won the hearts of every robot-loving spectator watching today. Even the ordinary, cool and unflappable Avicebron appears to be fired up now. I've never been so inspired. And last but certainly not least, we have Little Miss Nurseryama and okay. Alright, fess up. Who's the wise guy who are here? Drobo and for the regular. Das ist so schlecht, Mann. Oh, das ist aber so schlecht, dass er wieder gut ist. It seems that would be Nursery who dragged Lobo here apparently against his will, which made him more vicious than ever. I'd hate to be the one who has up against them. This team has definitely misunderstood the point of contest at a fundamental level, but no matter. Now that all contestants are here, we can get started. By the way, Master, I think now would be a good time for you to prepare for the upcoming battles. I never been a servant master by a random chance before. I believe it was the fairest way to go about. Anyone who wasn't lucky enough to win, you will be given a pseudo-master to compensate, so it should all work out. Of course, there won't be good for much more than healing and support magecraft, but oh well. Now the first match is... Oh yes, it's my turn. I do my best. I do think it's rather childish to have my darling descendant act Talus on like this. But this is what you want, right? So I'll do my very best. Oh yes, thank you. Master? I'm not quite sure how to handle her. That's part of what makes her great, but I do know what you mean. Well, I'm relieved to hear that. Okay, Talus, let's go! Es ist ein großartiger Interlude, Mann. Aber ja, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Wir müssen jetzt hier solomäßig hier mit Avicebron kämpfen. Gegen einen Rider. Top. Echt top. Ach Leute, es ist schon wieder so schön dope. So. Golem, Golem, Golem. Ultimate Golem Power! Aber heißt es ja, dass er eine Defense ab? Oh mein Gott. Wir werden so hart wenig Damage machen. Adam! Ja, wieder fast. Hey Leute, wir schaffen's! Aber sie halten jetzt irgendwie 50.000. Au. Au. Leute, ich sage, ich feiere ihn einfach so wie hart. Sie fühlt sich halt, sie hört sich einfach immer so an, als wäre es irgendwie so auf Drogen. So, sehr gut. Sehr gut, Mann. Weg da. Weg da. Golem Power. Bam. So. Erster Fight. Seltsamer, okkulter Magier. Ah, der Spawn 5 Fleisch. Schön. Gegen dope Mami, Großmütterchen. Und die Runde geht an niemand anderen als Avicebron. Oh, is it up already? That bro's giant oracle defense were impressive. My noble phantasm could certainly use more of that, since his essentially start naked. I wonder if I could accomplish something similar by hardening its skill. Yeah, have a candy. Huh? And here's one for you, Master. Okay, see you later. Good luck making your dog bigger and stronger. It's not at all. It's a goal. Sometimes it's all the same to our elders.
Leute, Mann, die Interlude gefällt mir sehr gefallen. Ihr kleine Kinder, habt das Süßes? Danke, ich bin ein Golem-Meister, der schon hin und wieder mal Kinder opfert, um seine Ziele zu erreichen. Hast gut gemacht, Kleiner, bist ein Braver. Also. Versuchen wir nochmal mit Avicebron. C ist irgendwie eigentlich nicht so richtig sinnvoll, aber ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, keiner Master MP, Mann. Master Crit Damage? Nee. Drunken Chaldea C wäre jetzt nicht schlecht. Haben wir nicht. Warte. Ach, ich weiß welche C wir nehmen. Increase Buster linken. Wo habe ich sie denn? Habe ich die nicht? Achso, warte mal, das sind ja die ich ausgewählt habe. Warte mal, wir brauchen eine mit 50% Start, oder warte. So. Start CE, wo haben wir es denn? Charge up, nee. MP Gain, MP Gain. Nein, das ist es eigentlich nicht. Charge up. Nee doch, SMP Gain. So, und da, genau. Buster Crit Damage ist ja auch nicht das Warte. Bodhisattva, Buster Quick. Increase Arts and MP Strength. Ja, deutlich besser. Schwert Increase MP Strength. Die MP Strength wäre nicht schlecht. Der ist echt schwer, Mann. Stargate Raid lohnt sich natürlich ja richtig hart. Increase MP Gain, MP Strength. Ja, das nehmen wir. Hört sich schon mal deutlich besser an als der Rest Schmarrn, den wir haben. So. Passt. Und los geht's. So. Oh, zweite Runde geht jetzt gegen Lobo. Oh my, I never had a tea party with smashing, slapping and grappling before. It may not be the most ladylike pastime, but I simply can't pass up a chance to play with dollies. So, Master and Avicebron as the original doll player, happily accept the challenge. Okay, but what's Lobo doing here? It's got nothing to do with any of this, right? Is there a problem? Surely there's no reason you can't enjoy playing with dollies too, right? Arme Lobo. Hey, no arguments here. Even without all those sharp teeth pointed at my throat. Well, I suppose there's no harm in letting the Wolf King join us. Alright, avatar of imaginative girls. Come, let us to battle. Since you're warning a mask like that, shouldn't you say, hehe, soon your daddy will be all mine? Or something like that. What in the world are you talking about? I kind of get where she's coming from. Macht's meinen Avicebron nicht immer noch böser als böser. Oh mein Gott, okay, diesmal haben wir mal ein Class Adventure. Mir fällt gerade auf, wir werden wahrscheinlich noch gegen Odysseus kämpfen müssen. Und da haben wir wieder keinen Bonus-Damage. Naja, das sollte jetzt relativ schaffbar sein. Ich weiß jetzt noch gerade nicht, was eine MP-Batterie macht, aber wahrscheinlich nicht genügend, dass wir es Instant MP lupen können. Ja, okay, Lobo hat nur 19.000 Leben, das sollte schon schaffbar sein. Ach verdammt, sie ist ja castig. Alter, könnt ihr mal alle aufhören. Könnt ihr aufhören mit euren Kacke Defense-Ups, Mann. Die Defense-Ups gehen mir gerade richtig auf den Senkel, Mann. Naja, okay, Nazareth, jetzt sind wir nicht so irgendwie... Oh nein, sie hat noch einen internen Defense-Up. Das Schlimmste übrigens, das sind Gegner, die mehrere Defense-Up haben. Und wenn sie es dann zweimal spammen, du bist halt einfach... hast halt einfach keine Chance, Mann. Wow! Oh, Leute, Arktik-Uniform! Best Uniform, Mann! Also, dafür, dass das eine Interlude ist, die eigentlich sehr spät kommen ist, ist es natürlich eine sehr einfache aktuell. Ich denke, wird sie jetzt auch nicht großartig ändern. Aber dafür bis jetzt eine sehr, sehr amüsante Lobo. Oh, we lost. I'm sorry I couldn't come any better, Lobo. No, that's enough of that. Simulation or not, a loss is still a loss. Isn't that the rule, even in the wilds? In fact, rules should be even more important in the wild, right? Isn't that what the rules of survival are about? Wir hatten sie in Shinjuku gebraucht. I don't think he's happy about it, but he agreed to let me a safe face. Bye bye, Master Avicebron. Good luck.
Thank you. I promise I won't let your sacrifice be in vain. Dear, stop that. I'm still very much alive, you know. Yes. I never meant to imply otherwise. Okay, gut. Nächstes kleines Kind vernichtet. Erst eine Omi, dann ein kleines Kind und vielleicht ist es unser einziger wirklicher Gegner. Und zwar niemand anderes als unser guter Odysseus. So. Golem, 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 Golem. So, das mit dem Peace-Drink war eigentlich gar keine so dumme Idee. Aber bevor ich die nehme, weil die hat auch nur 10%, dann nehme ich doch lieber die, oder? Hat immer noch Arzt ab, oder? Hätte ich gebraucht. Mein Peace-Drink. Ey, Leute. Wieso nehme ich nicht... Ich bin halt auch so dumm. Wieso nehme ich nicht gleich Area Drive, man? Der hat ja eben... Leute, nicht fragen, was der Max denkt, man. Ich bin ja der Master MP und der haut halt irgendwie mit seinem Facecard drauf, also ist eigentlich eine gute Idee. Aber okay, wäre erst und zu leicht gewesen. This is humiliating. I don't think it's fair that a single unit can transform like that. Huh, as I believe they say nowadays. Don't hate the player, hate the game. Though I do have to wonder, this ability to transform is truly so unfair. And with that, we have our final matchup. Avicebron versus this. Wieso muss ich eigentlich 2 Matches machen und er nur 1? Indeed, it's interesting that they both know phantasms involve summoning. Nonetheless, it would seem Odysseus still has the clear advantage. True, one of our contests is a scholar, while the other is one of the greatest adventure ever. Even from mythology perspective, there's a world of difference between Greek mythology and the 11th century. That being said, to be a servant is to be capable of prevailing against seemingly in some lords. So I would love to see Avicebron survive us here. So, jetzt geht's los. Hello, Master. I see you're with Avicebron. Too bad. If you had ended up with me, our victory would have been all but guaranteed. Oh, does that mean you admit there's a possibility you might lose? Of course. There's a difference between fighting to win and considering how I might lose. Still, while I will certainly do my best to try to win, I have no intention of sticking a long-range tactics that focus on pursuit of victory to the exclusion of all else. This is after all no war, it's a contest to see who is the strongest. As such, fighting my opponent on the terms is clearly the optimal tactic. It may put me at something of a disadvantage, but it is a risk I'm willing to accept. And from where I stand, I don't seem to, though you are overly concerned with victory either. Now that you mention it, maybe I'm not. I thought so. However, I'm also feeling strangely elated right now. Huh? Then again, perhaps it's not so strange, since Master himself is elated. More simply, I do want to win. So I would ask you to take me, not to take me too lightly, Odysseus. After all, I wouldn't be here in the first place if I didn't think I could win. Well, I'm convinced you truly do have for its spirit, Avicebron. Very well then, I won't hold back, within the bounds of the contest, of course. Now that's more like it. Excellent! And on that note, let the final battle begin! Als müsste diese fette Shimose-Musik kommen, Soji. Auf der einen Seite, der Mann, der Troja stürzte mit seinem Verstand und Held von Homers Odysseus, Odysseus. Und auf der anderen Seite, der Golem-Master schlechthin. Der Mann, der hier unsere Helden durch das unglaublich düstere Russland geführt hat. Der Golem-Master persönlich. Avicebron! Und wir müssen nur auch aussprechen. Nee, Avicebron ist inzwischen ein richtiger Bro geworden. Also wie gesagt, ich meine, klar, in Apocrypha war er mega unsympathisch. Aber in Ding, also so ein cooler Typ ist der geworden. Zack. Die
Supersakat tut nochmal weh. Ja, schön. Leider nicht in einem Zug, aber passt schon. Aber in hier unserem letzten... Ich habe nicht viel Survival, deswegen ist es gut, dass wir ihn in der Runde besiegen, sonst könnte es übel werden. Aber dann hier durch, hier unser Abenteuer in Russland, Mann, ist mir der so mega sympathisch geworden. Wo er hier mit dem gesagt hat, hey, er hat bei seinen Experimenten Kinder getötet. Und ja, wie gesagt, sagt, er muss dafür büßen. Und wenn das Letzte ist, was er macht, der Menschheit zu dienen, dann hat er was Gutes getan, Mann. Also echt, von 0 auf 100, Mann. So ein guter Typ geworden. Und das Duell der Mechas hat er hier auf jeden Fall gewonnen. Und wir haben schon wieder 86 Interludes, Mann. Wir rushen hier durch mal zu unseren nächsten 10 Sequels, würde ich mal sagen. Now. Golem Keta Malkut. Let's wrap, folks. The winner of the first annual World Strongest Server Contest is Avicebron. We won, Master. Nur dank mir. Yay. Haha. You bet me fair and square, truth be told. I never expected my wooden horse to take such a beating. I'll have to do some serious trainings, or rather, make some serious adjustments and modification. Oh, modification. Oh, if you find my wooden horse that interesting, perhaps you would care to join me. Yes, I'd like that. I'd like that a lot. Wonderful. You should be a tremendous help. Not so fast. I want it on this too. It seems our MC is abandoned as many enthusiasts to pursue a new business opportunity. Allow me to close this contest out instead. Well fought, everyone. Oh, der Lobo-Robo. Sie trainieren für den nächsten Kampf. I see he's practicing. It must be a little upset about his loss. Tut mir leid, Robo-Lobo, bist kein guter Mecha. I can almost see him say, I'm not gonna lose next time. Sometime later. If I tweak this and swap out that, how's this going? Not very well, I'm afraid. For every 3 steps forward I end up falling 3 steps back. But that's no surprise. This is the same endeavor I once pursued to the exclusion of all these. I knew improving on it wouldn't be easy. That being said, I'm not about to give up either. Progress may not come easy, but I won't come at all if one doesn't pursue it after all. Humans are meant to move forward, not to give up. But then I suppose you're the last person who needs to hear that, since you perfectly embody that very spirit. An irate master. If you ever need a retune that is, shall be larger than life, feel free to call on me at any time. I promise you that my golem will continue to get stronger, so that they can serve you better. Das weiß ich doch, Avicebron. Okay, liebe Leute, eine schöne Interlude. Sehr humorvoll, auch mit den neuen Charakteren, die hier eingeführt worden sind. Also mit den neuen Lostbelt-Charakteren, die ja noch ziemlich neu sind. Unterhaltsam, aber auch ein bisschen schön hier Avicebron wieder gespiegelt hier. Definitiv sehr sympathischer Charakter. Und immer gerne mehr Avicebron. Brauchen wir echt mehr, liebe Leute. Hat es definitiv verdient. Okay, liebe Leute, machen wir jetzt in dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit